Hallo, Hallo und herzlich willkommen in unserer Tiny Flat, unserer Einzimmerwohnung auf 40 Quadratmeter. Hier leben wir zu fünft, zusammen mit meinem Mann Can, ich bin Katrin und unseren 3 Kindern. Kommt rein! Ja, hier sind wir in unserer Küche, mein absoluter Lieblingsraum. Wie sind wir dazu gekommen, in eine Einzimmerwohnung zu ziehen? Das war Ende 2020, im ersten Corona-Jahr. Und wir hatten eigentlich eher eine schwierige Zeit. Es war alles sehr anstrengend mit fehlender Kinderbetreuung und Job. Und wir hatten dann überlegt, was wir machen können, um unseren Alltag wieder zu erleichtern. Durch unsere kleine Einzimmerwohnung sparen wir natürlich jeden Monat auch jede Menge Miete. Dieses Geld nutzen wir zum einen für einen Notgroschen, zum anderen vor allem, um schöne Ausflüge zu machen oder auch in den Urlaub zu fahren. Hier leben wir jetzt seit circa 2 Jahren. Wir haben natürlich halt eine Spülmaschine, ein Herd und was uns aber sehr fehlt, ist leider ein Backofen. Auf den mussten wir verzichten, weil dafür war einfach kein Platz mehr. Deswegen gibt es seltener mal was Überbackenes. Hier oben seht ihr unser Geschirr. Viele fragen immer, was machen wir denn, wenn Besuch kommt? Wir haben die Erfahrung gemacht, dass alles eigentlich funktioniert, wenn man das möchte. Da wird einfach alles durcheinander gemischt, tiefe Teller und große Teller. Oder man isst auch mal aus einer Schüssel. Zur Not können wir auch immer bei den Nachbarn fragen und uns was leihen. Das hier ist unser Vorratsschrank, alles was man so braucht und doch einfach eine sehr reduzierte Menge. Eine riesige Süßigkeitenkiste. Die Verwandten, die wollen uns, wenn sie uns besuchen, immer gerne was mitbringen. Und da wir immer predigen, bitte bringt uns keine Spielsachen oder sonstiges mit, sind sie ganz gerne umgestiegen auf Süßigkeiten. Deshalb sind wir immer bestens ausgestattet. Das kommt bei den Kindern auf jeden Fall gut an. Das ist unser Wohnzimmer. Eigentlich ist es unser Universalzimmer. Hier findet unser Alltag statt. Hier machen wir eigentlich alles. Hier essen wir, hier sitzen wir, hier schlafen wir nachts. Hier spielen die Kinder. Wir spielen auch. Wir spielen auch, ja. Wir haben seit Weihnachten eine Nintendo Switch. Die Kinder haben sich das gewünscht und seitdem auch wieder einen Fernseher. Die letzten 8 Jahre hatten wir keinen Fernseher. Und seitdem sitzen wir abends sehr oft auf dem Sofa und spielen Mario Kart mit ein. Das war echt knapp. Wir haben einen Esstisch, den haben wir lange gesucht. Der ist aus den 70er Jahren, der ist höhenverstellbar. Und man kann ihn auf beiden Seiten ausziehen. Und dann wird er nämlich einfach in die Mitte des Raumes gezogen. Zack, passt die ganze Familie dran, plus noch Besuch. Wir haben häufig andere Kinder hier zu Besuch. Unsere Kinder gehen zu anderen, bringen aber auch häufig andere Kinder mit hierher. Wir zeigen euch mal, wie aus unserem Sofa das Bett wird. Uns war es wichtig, dass wir trotzdem ein gutes Bett haben. Deshalb haben wir unsere alten Boxspringmatratzen aus der alten Wohnung mitgenommen. Wow. Danke. Ja, und das war es dann auch schon. Wir versuchen momentan wieder nachts alleine zu schlafen. Die letzten Jahre hatten wir eigentlich mindestens immer 2 Kinder mit im Bett. Uns war es jetzt wichtig, dass die Kinder abends in ihrem Bereich einschlafen, in ihren Betten. Dann haben wir hier abends das Wohnzimmer für uns. Ich glaube, das ist mit Kleinkindern eh immer eine Herausforderung. Ich würde sagen, dass es uns da grundsätzlich geht, wie wahrscheinlich allen anderen Familien auch.
Jetzt zeigen wir euch unseren Kleiderschrank. Klamotten haben wir, als wir umgezogen sind, mit am meisten ausgemistet. Die haben wir hinter diesem Vorhang versteckt, aufgeteilt in den Bereich von mir und von Jan. Das ist ganz praktisch mit dem Vorhang. So können wir auch mal was verstecken, vor allem wenn Besuch kommt. Ich habe angefangen, als wir minimalistischer gelebt haben, eine Capsule Wardrobe zu erstellen mit circa 30 Kleidungsstücken, die alle untereinander kombinierbar sind. So habe ich morgens zum einen nicht die Frage, was soll ich anziehen, denn egal was ich rausziehe, alles passt zusammen. Du trägst eigentlich auch am liebsten schwarz, oder? Ja. Du warst schon immer im Herzen ein Minimalist. Ich denke, dass wirklich die allermeisten Menschen wenig Dinge nutzen. Und würden sie sich das bewusst machen, wenn sie merken, dass sie eigentlich auch weniger brauchen. In den Schränken haben wir auch einen kleinen Trick. Wir haben alles, was wir haben, in kleinen Kästen. Die müssen nicht zwingend zusammenpassen. Wir haben hier alte Schuhkartons und andere Kisten, die ich einfach immer aufhebe. Wir sind nämlich eigentlich nicht die ordentlichsten Menschen, aber mit diesen Tricks gelingt es trotzdem wunderbar. Und so sind ja eigentlich fast alle Schränke bei uns immer ordentlich und sortiert. Eines der größten Herausforderungen hier in der Wohnung war es tatsächlich, Wäsche zu trocknen. Für 5 Personen fällt da einfach jede Menge an. Und wir haben hin und her überlegt, was wir machen können und sind dann auf diese tolle Möglichkeit gestoßen. Das ist ein schwebender Wäscheständer. Die Wäsche trocknet unter der Decke. Warme Luft steigt nach oben. Das heißt, die Wäsche trocknet hier noch mal viel schneller. Ja, wir haben leider noch keine Lösung gefunden, wie die Wäsche automatisch zusammengelegt wird. All die Sachen, die ich für meinen Job brauche, ich arbeite im Homeoffice, habe ich in diesem Korb. Und wenn die Kinder morgens aus dem Haus sind, dann nehme ich mir den, stelle den auf den Schreibtisch. Ich arbeite im Social-Media-Bereich. Eigentlich bin ich Sozialpädagogin. Ja, als wir verkündet haben, dass wir zu 5 in eine Einzimmerwohnung ziehen wollen, haben natürlich alle erstmal laut aufgeschrien. Die Familie vor allem hat gesagt, das könnt ihr nicht machen, das wird nicht gut gehen, ihr werdet euch trennen, die Kinder werden drunter leiden. Es will keiner mehr zu Besuch zu euch kommen. Wie wollt ihr denn Geburtstage und Feste feiern? Es war nicht so, dass wir Eltern beschlossen haben, in eine Einzimmerwohnung zu ziehen, sondern wir haben das zusammen mit unseren Kindern intensiv besprochen. Dann gehen wir mal in den Flur und in den Kinderbereich. Unsere Kinder durften ja die meisten Sachen mitnehmen und wir mussten natürlich schauen, wo findet die Spielsachen Platz. Wir haben uns dann hier für diese Schränke entschieden. Da haben die Kinder all ihre Spielsachen drin und den Flur. Der ist ja oft in vielen Wohnungen ein wenig genutzter Raum und wir dachten aber, wir wollen diesen Raum nutzen. Der ist 1,50 Meter breit in etwa. Und für unsere Kinder haben wir hier eine komplette Ebene eingebaut. Das ist das Kinderzimmer sozusagen. Hier vorne schläft unsere Große, die ist jetzt 9. Und hier hinten schläft die Mittlere, die ist 7. Und der Jüngste, der ist 4. Jede Menge Spielsachen, Kuscheltiere. Das werden wahrscheinlich die meisten Eltern kennen. Davon hat man definitiv immer zu viel. Oben wird geschlafen, gespielt, auch mal gegessen, getobt, gestritten. Alles eigentlich, was in Familien so stattfindet. Wir hatten hier keinen Platz für einen Schrank, also haben wir unsere Jacken und Taschen, die Sachen von den Kindern, was man eben alles so hat, Mützen, Schals, hinter diesen Vorhängen versteckt. So sieht das tagsüber schön ordentlich aus. Und wir haben trotzdem Platz für alles, was man eben so hat mit 3 Kindern.
Aber auch hier gibt es unordentliche Ecken. Und wir lassen es schön wieder verschwinden. Genauso eine Ecke haben wir noch in der Küche, das zeige ich euch jetzt auch. Das ist das Tolle am Altbau und den hohen Decken. Wir haben hier über dem Bad eine kleine Luke, die ist ca. 50 cm tief und 1 Meter breit. Dort stehen zum Beispiel auch unsere Akten dran. Ja, das ist ganz praktisch, so ist alles versteckt und steht hier unten nicht im Weg. Wir Erwachsene brauchen natürlich immer mal wieder einen Ort, wohin wir uns zurückziehen können, und eigentlich suchen wir uns immer gerade da ein Plätzchen aus, wo auch Platz ist. Jan hat einen ganz eigenen Platz und den zeige ich euch jetzt. Wir wissen natürlich, dass unsere Zeit hier begrenzt ist. Irgendwann werden die Kinder älter und der Wunsch nach Privatsphäre wird stärker ausgeprägt sein. Es war von Anfang an klar, dass unsere Kinder entscheiden dürfen, wann wir ausziehen. Und wenn das soweit ist, dann suchen wir neue Möglichkeiten. Wir hoffen, es hat euch gefallen, hier in unserer kleinen Einzimmerwohnung, und wir konnten euch zeigen, dass man auch auf kleinem Raum ein glückliches und zufriedenes Leben führen kann. Und wenn ihr noch mehr Häuser und Wohnungen sehen möchtet, dann abonniert den Kanal oder klickt hier.